Und du interessierst dich auch für Immobilien in Bulgarien, allgemein Mietwohnungen. Da bist du hier genau richtig. Heute geht es um den Vergleich Absteige gegen Luxus. Die billigste Mietwohnung, die ich finden konnte, 10 Minuten vom Schwarzen Meer entfernt, gegen den absoluten puren Luxus in Varna. Und damit herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Mr. Marcel Vlog, dein Kanal, wo es um Bulgarien geht. Am meisten interessiert euch die Situation in Bulgarien, was Mietwohnungen, Kaufhäuser betrifft, in der Nähe von den großen Städten. Ich hatte neulich mal was über Sofia präsentiert, heute geht es wieder ans Schwarze Meer. Wir wollen heute gemeinsam uns 2 Wohnungen anschauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Sowohl vom Preis als auch von der Innenausstattung. Beide sind aber gleich in der Nähe des Schwarzen Meeres. Den Preis verrate ich euch wie immer am Ende. Ich kann so viel sagen, die billigste Wohnung bekommen wir für weit unter 200 € im Monat. Und dann legen wir auch gleich mal los. Vorher möchte ich euch bitten, wenn euch mein Kanal interessiert, einfach den Abo-Button zu drücken. Eine kostenlose Möglichkeit, jeden Freitag mit den neuesten Informationen über Bulgarien informiert zu werden. Vielleicht auch noch weitere Kommentare zu hinterlassen. Das hilft mir und das zeigt dem sogenannten YouTube-Algorithmus, dass da Leben in der Bude ist, dass meine Themen ankommen. Und ihr hilft mir ein Stück weit, diesen Kanal so in der Form weiterzuführen. An der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis. Wer bin ich? Mein Name ist Marcel, ich bin ein halber Bulgare. Meine Mutter ist Bulgarin, mein Vater kommt aus Deutschland und ich spreche beide Sprachen. Ich selbst habe eine Wohnung in Südbulgarien, also weit weg von der Hauptstadt, aber auch weit weg vom Schwarzen Meer. Mir gefällt es da unten im Süden von Bulgarien, im Oblast Haskovo, sehr gut, da die Grenze zu der Türkei und Griechenland auch ein Steinwurf entfernt ist und somit auch klimatisch diese Region, diese thrakische Tiefebene sehr begünstigt ist. Auf meinem Kanal findet ihr auch eine kleine Roomtour, die habe ich mal vor ein paar Monaten hochgeladen. Wen es interessiert, kann ich ja nochmal am Ende des Beitrags verlinken. Und dann starten wir auch schon mit der ersten Wohnung, die ich für euch herausgesucht habe. Es geht um eine 2-Zimmer-Wohnung, gleich in der Nähe des Krankenhauses, Bolnica genannt in Bulgarisch, Nähe der großen Allee Zar Osvoboditl. Ich kenne mich in Varna sehr gut aus. Ich kann euch sagen, das sind keine 10 Minuten zum Strand runter zu laufen. Durch den Meeresgarten durch, dann seid ihr schon direkt am Zentralstrand. Also von der Lage picobello, die Innenausstattung, naja, bei dem Preis, ich sage euch den am Ende, werdet ihr sagen, okay, für möblierte Wohnung ist das schon in Ordnung. Aber könnte natürlich hübscher sein. Mein Fokus lege ich hauptsächlich auf die Zuschauer, die mit nicht so einem hohen Budget ausgestattet sind und vielleicht einfach nur noch nach günstigen Möglichkeiten suchen, nach Bulgarien auszuwandern. Und welche Möglichkeiten es dort gibt, zeige ich euch immer mal wieder. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass ich an dieser Sache keine Provision verdiene. Es soll euch lediglich ein paar Möglichkeiten zeigen, was in Bulgarien möglich ist, zu welchen Preisen. Also ich werde auch nicht gesponsert von den Mietportalen, die verlinke ich euch unter dem Videobeitrag in der Videobeschreibung. Und es kann auch sein, dass die eine oder andere Wohnung natürlich auch schon vergriffen ist. Ich lade die Videos immer ungefähr eine Woche vorher hoch bei YouTube. Aber immer mal wieder reinschauen, lohnt sich. So, zurück zur ersten Wohnung. So, wie bereits schon erwähnt, ist die erste Wohnung eine 60 Quadratmeter Wohnung. Die Wohnung befindet sich in der Nähe der großen Boulevard Zar Osvoboditl, des städtischen Krankenhauses und der russischen Schule.
Sie hat ein Badezimmer mit WC, eine kleine Kochnische, die man hier ganz schlecht erkennen kann. Sie ist möbliert und geeignet eher für junge Leute, Studierende oder ein junges Paar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Langzeitmiete erwünscht ist und am Tag des Check-ins wird eine Höhe bzw. eine Kaution in Höhe einer Monatsmiete, die ich euch am Ende verrate, fällig. Die Wohnung ist mit einer Waschmaschine, wie gesagt, einer kleinen Kochnische ausgestattet. Hier sehen wir es gerade, einen Kühlschrank und die Betten sind halt bulgarischer Style. Wir haben hier einen großen. Und was sagt ihr dazu? Die erste Wohnung hat doch irgendwie was. Ist zwar aus meiner Sicht nicht die allerbeste Wohnung, aber wenn ihr den Preis gleich am Ende erfahrt, werdet ihr sagen, oh, das ist ja super interessant. Kleiner Spoiler, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da reden wir für weit unter 200 Euro im Monat Kaltmiete. Weit unter 200. So, und jetzt zur zweiten Wohnung. Der Luxus pur hat in Bulgarien Einzug gehalten. Blick aufs Schwarze Meer. Schaut euch diese Wohnung an. Die befindet sich im südlichen Teil von Varna auf der Halbinsel Galata. Ruhig gelegen, aber mit dem Auto keine 20 Minuten in die Innenstadt zu Varna. In einer sogenannten Gated Community findet ihr diese Neubauwohnung mit der obersten Etage, aber der Preis ist natürlich auch für bulgarische Verhältnisse der Hammer. Schaut euch die Wohnung an. Es wird diese brandneue 207 Quadratmeter Wohnung auf dem Kap. Diese Wohnung kommt mit 3 Schlafzimmern daher, ist in unmittelbarer Nähe der Küste. Wie schon erwähnt, ist diese Wohneinheit im Zusammenhang mit einem Komplex, einem umzäunten Komplex verbunden, wo es eine Zugangskontrolle, Videoüberwachung und auch einen begrünten Innenhof gibt. Highlight ist auf alle Fälle für die Außenanlage der Salzwasserpool zu erwähnen, ein Barbecue. Hier braucht man ja auf alle Fälle ein Auto, um herzukommen, deswegen hier gerade der Blick auf die Tiefgarage. Dann wird man mit einem Fahrstuhl direkt auf die Etage, wo man wohnt, gebracht in die Wohnung. Hier haben wir den Flur gesehen und der massive große Wohnbereich. Hier auf dem nächsten Foto sieht man gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Lichtdurchflutet, hell allerdings, muss man auch sagen. Scheint auf alle Fälle, da es ja die oberste Etage ist, auch mit schrägen Wänden zu sein, zumindest ein Teil der Wohnung. Hier ist der Wohn-Ess-Bereich. Leider sieht man von der Küche nicht allzu viel, da gibt es keine schönen Fotos. Hier schon mal der Blick in eins der Schlafzimmer mit Laminat ausgestattet, einer Klimaanlage, großen Panoramafenstern mit Blick aufs Meer. Und so wie ihr das hier seht, wird das auch angeboten, also komplett möbliert, ready to move in. Sogar die Vorhänge sind schon dran. Und ich glaube, hier kann man es gut aushalten. Gerade wenn man auch sieht, wie die Terrasse gleich aussieht. Hier nochmal das zweite Schlafzimmer. Schon mit Schränken enthalten und Fernseher, Klimaanlage nochmal, unten dem geschmackvollen Sideboard. Ja, und hier ist natürlich eins der Highlights für mich, dieser Whirlpool oder Jacuzzi, wie man es ja heutzutage nennt, auf der Terrasse. Hier nochmal eine andere Perspektive. Ich denke, einen besseren Blick aufs Schwarze Meer kann man nicht bekommen. Hier die Sitzecke, Essecke auf dem Balkon, auf der Terrasse, die
So, Freunde, das war's für heute. Jetzt bleibt bloß noch die Auflösung der Miete der 2 Wohnungen. Die erste billige Wohnung, 60 Quadratmeter in Warner Nähe des Krankenhauses, gibt es für 155 Euro. Und jetzt der Hammer, die 207 Quadratmeter möblierte Wohnung auf Kap Galata ist für 2.200 Euro zu haben. Das war's. Ich sag für heute do wijdane. Macht's gut, bleibt gesund. Schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns im neuen Jahr wieder mit neuem Content aus Bulgarien. Do wijdane.